Und hier überschreiten wir fast ohne es zu bemerken die finnische Grenze. An diesem stillen See, der noch halb zugefroren ist, haben wir unseren Übernachtungsplatz gefunden auf Park 4 Night. Einfacher Schotterparkplatz, aber wir haben sehr, sehr ruhig gestanden. Und dann tauchen wieder ganz unvermittelt einige Rentiere auf, die mal ebenso auf die Straße laufen. Ja, man fährt dann natürlich vorsichtig und die Tiere begeben sich dann auch schon wieder auf die Seite. Die Rentiere sind auch ganz vereinzelt unterwegs, stehen irgendwo am Straßenrand und grasen da friedlich. Aber ich habe mich doch nicht getraut, näher ranzugehen. Man weiß ja nie. Ja, wir sind hier immer noch in Finnland, nördlich des Polarkreises unterwegs, aber weiter Richtung Süden. Und wir müssen mal sehen, wo wir auskommen und was wir uns hier noch ansehen können. Ja, wir sind jetzt hier in Tornio in Finnland und haben jetzt hier einen Punkt entdeckt, der liegt direkt an der schwedischen Grenze. Und es gibt hier ein Herzchen, ich zeige euch das jetzt mal. So, und hier verläuft genau in der Mitte der Bank die Grenze zwischen Schweden und Finnland. Das heißt, wenn wir uns da jetzt hinsetzen, dann sitzt der eine in Schweden und der andere sitzt in Finnland. Ja, wenn sich einer alleine genau in der Mitte setzt, ist er gleichzeitig in 2 europäischen Ländern. Ja, aber da jetzt Finnland auch noch eine Stunde weiter ist, ist jetzt also auch noch eine Zeitverschiebung da. Also es ist ein bisschen verwirrend, aber ganz interessant, finde ich. Einen wunderschönen guten Morgen hier vom Stellplatz in Roskov. Ja, der befindet sich hier am Gemeindezentrum und in dem Gemeindezentrum sind auch die Duschen und Toiletten vorhanden, die man nutzen kann. Wenn man hier ankommt, bucht man am besten über die Park 4 Night App. Man kann dann wählen, ob man den Platz mit oder ohne Strom haben will und bezahlt dann mit Kreditkarte. Ansonsten kann man auch hier Bargeld in einen Umschlag schmeißen und den dann in einen Kasten werfen. Ja, der Platz hat 10 Plätze mit Strom. Der ist geschottert, also hier auch bei schlechtem Wetter kann man hier sehr schön stehen. Und es gibt bestimmt noch weitere 10 Plätze hier ohne Strom. Also hier ist, ich drehe mal ganz kurz, ich sag mal Platz, ich will nicht sagen ohne Ende, aber sehr viel. Wir stehen jetzt gerade hier nur mit 2 Wohnmobilen und ja, dafür ist das sehr okay. Ja, etwas Besonderes ist hier die Fähr- und Entsorgung. Die kann man auf dem Platz nämlich nirgendwo erkennen. Die hat man hier sehr gut versteckt, ist aber trotzdem sehr gut zugänglich und das zeige ich euch mal eben. Ja, hier direkt daneben hängt dann auch diese Infotafel. Und es gibt natürlich auch eine Telefonnummer, falls man überhaupt nicht klarkommt, so wie wir gestern Abend. Da ruft man an und dann kommt ein freundlicher Herr und hilft einem. Aber, und direkt daneben ist dann über einen Zugangscode, den man dann bekommt, wenn man bezahlt hat, der Bereich für die Entsorgung und Versorgung. Man hat hier einen langen Schlauch mit Auffangbehälter für das Schmutzwasser. Den kann man bis nach draußen legen, fährt mit dem Fahrzeug drüber und fertig. Da wird die Toilette entsorgt und auf der anderen Seite gibt es natürlich noch einen Anschluss für Frischwasser. Ja, und ich muss noch mal betonen, dass wirklich alle Einrichtungen hier am Gemeindehaus, die man nutzen kann, sehr, sehr sauber sind. Und wie gesagt, die Leute, die wir hier getroffen haben, auch sehr freundlich und hilfsbereit sind. Ja, und in der Nähe, 200 Meter, gibt es dann auch einen Imbiss,
Da haben wir gestern Abend noch eine Kleinigkeit gegessen. Das war auch nicht schlecht. So, und jetzt geht es für uns weiter. Ich denke mal irgendwo immer weiter erstmal Richtung Süden, damit die Temperaturen irgendwann mal doch wieder zweistellig werden. Okay, ich denke mal, einige von euch kommen mit und sehen, wo es hingeht. Also, bis später. Hallo zusammen. Das ist jetzt egal, Humor. Ich habe jetzt zu Gitta gesagt, ich muss jetzt erstmal ein Frustvideo machen. Wir sind hier gerade auf dem Rastplatz an der E4, kurz vor Umeå, an der schwedischen Ostseeküste, sage ich jetzt da mal, am Botnischen Meerbusen. Es regnet in Strömen, wir haben 6 Grad, es ist sehr windig. Ja, es regnet jetzt nicht nur mal gerade eben, sondern schon eine Stunde oder länger. Ja, wir sind jetzt knapp 3 Wochen unterwegs und die letzten 14 Tage waren ja eher schlecht bis mittelmäßig. Also nicht jetzt ständig Regen, aber ständig bewölkt, ständig kalt, ständig starker Wind. Also das ist eigentlich gar nicht das, was ich mir jetzt so vorgestellt hatte hier bei meiner Skandinavienreise. Muss man sich ja auch mal vorstellen, das ist erst Mai, wir sind Anfang Mai ja losgefahren. Vielleicht einen Monat zu früh. Ja, und dann in den skandinavischen Ländern. Also ich persönlich habe jetzt mir natürlich auch ein bisschen besseres Wetter noch erhofft, aber ich habe schon gedacht, ja, das wird schon kalt. Kalt ist ja okay, aber dieses windige und auch oft nasse, das ist nicht so schön. Also schön finde ich das auch nicht, ja. Ob ich das erwartet habe oder nicht. Ne? Also wir haben schöne Abschnitte dazwischen gehabt bis Ja. jetzt. Ne? Wir haben auch tolle Sachen gesehen und erlebt. Alles super, aber das macht zieht einen runter, da gibt es nichts. Da kann man dann so noch so viel schöne Landschaft rechts und links sehen in Pladerregen, wo es sich sehr anstrengend fährt. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Also nein, wir sind auf dem Weg Richtung Süden. Wir hoffen auf besseres Wetter. Und wenn sich da wieder was tut, dann bleiben wir da vielleicht auch mal ein paar Tage. Ja, ich möchte auch mal ein bisschen entspannen und auch nicht nur, dass Ralf fahren muss, denn die Bedingungen zum Fahren sind schon sehr anstrengend. Und ich bin auch noch nie so viel gefahren in meinem Leben. Nein. Also jetzt innerhalb von 3 3 Wochen über 5000 Kilometer. Ja. Also ich bitte dich, da haben wir sonst 2-3 Monate für gebraucht. Ja, aber wie gesagt, das ist jetzt wie es ist. Wir sind erwachsen, wir wissen da Bescheid, aber trotzdem kann man jetzt nicht in Jubelstürmen ausbrechen, wie toll das hier alles jetzt ist. Nee, ja, zumal man kann sich auch gar nichts ansehen. Ne? Also ja, und in den Wälder oder sonst was rein zu marschieren, ist auch eine Illusion. Da sagt man bis in die Knöchel, bis an den Knöchel im Morast ein. Und ich will nicht von Stadt zu Stadt, um irgendwelche Museen zu besichtigen, nur damit ich mal einen trockenen Dach über dem Kopf habe. Nee. Und auch Einkaufszentren sind jetzt nicht so das Ziel. Also ich finde lieber so historische alte Städte, wo man mal hier und da in kleine Läden, die vielleicht auch ortsansässige Firmen darstellen, ganz nett, aber man ist aber ja bei nicht dem so Wetter hast du jetzt auch keine Lust, da durch die Altstadt zu tigern oder so. Und man ist ja auch nicht unterwegs, um ständig irgendwas einzukaufen. Da doch, ja. Ne? Ist schon teuer genug in Skandinavien. Ja, aber dafür fast täglich koche ich und mache die Mahlzeiten. Alles okay. Das ist schon okay und oft stehen wir auch kostenfrei oder mit kleinem Geld. Also da brauchen wir uns jetzt nicht beklagen. Nee. Ist alles sehr ausgewogen, genau. Ja, meine Güte. Ja, Zu Hause kostet Leben auch was. Dafür sind wir unterwegs. Ja, und wir wollen ja auch gerne noch ein bisschen von der Welt sehen. Ja. Und, das frustet mich jetzt aber auch nicht, aber das Wetter wohl. Das darf dich auch frusten und mich auch. Ja. Also wir sagen mal, jetzt Frust genug abgelassen und wir hoffen auf Besseres und fahren mal wieder ein Stück weiter. Also, die Hoffnung stirbt zuletzt, so ist es bei uns. Komm, bye bye. Ciao. Ja, wir haben eine sehr traurige Nachricht von zu Hause erhalten. Mein Bruder ist verstorben. Ganz plötzlich. Und ja, wie ihr seht, wir haben die Reise abgebrochen. Wir sind schon wieder zu Hause. Wir haben die letzten 2.500 Kilometer dann in 3 Tagen abgerissen, um möglichst schnell zu Hause zu sein. Und die Familie zu unterstützen. Ja, besonders meine Schwester, die sich in der Zeit um alles gekümmert hat
und unseren Bruder auch in seinen letzten Stunden begleitet hat. Ja, wir wussten, dass er auf der Intensivstation liegt. Er hatte eine Lungenentzündung wohl verschleppt, aber die Hoffnung bestand, dass es wieder gut wird. Ja. Sonst wären wir vielleicht schon eher gefahren. Ja. Aber ja, wir haben gehofft und es hat leider nicht geholfen. Ja, zuerst hat sich der Zustand unter der Behandlung etwas gebessert und so hatten wir dann Hoffnung. Und alle haben gesagt, nein, macht eure Reise und vielleicht schafft er, der schafft das schon. Aber ja, dann zum Schluss ging es dann auch sehr schnell und dann hat man auch unterstützende Maßnahmen eingestellt. Jo, also ich weiß jetzt auch gar nicht viel zu sagen. Nee, da gibt es auch nicht viel zu sagen. Wir sind einfach ja, leer im Kopf. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Wir hängen so ein bisschen rum. Die Bestattung und so ist jetzt vorbei, aber trotzdem ist man noch irgendwie, steht das Leben so ein bisschen. Genau, das heißt natürlich nicht, dass alles stehen bleibt, dass wir nicht weitermachen. Ja, das Leben geht weiter. Das ist sozusagen auch so eine Botschaft für uns, die von der Familie auch kommt, dass man sein Leben, soweit man kann, gestalten und genießen soll. Das war auch immer der Wunsch deines Bruders. Der hat also wirklich sehr gerne gelebt, voll gelebt, viel unternommen und wirklich auch seine Familie und Kinder voll unterstützt und vieles gelebt sozusagen. Ja. Ne? Und das sollen wir auch. Das war auch immer seine Botschaft. Ja, nur mit 55 Jahren, die er gerade 5 Tage vorher gefeiert hatte, ist das kein Alter. Nein. Also kommt noch mal dazu und dann hinterlässt er Zwillinge, Teenager im Alter von 14 Jahren. Also es ist eine ganz schreckliche, tragische Zeit für uns alle. Ja. Ja, nichtsdestotrotz, wie gesagt, das Leben geht weiter und muss weitergehen, ne? Auch wir werden weiter reisen. Ja, also ja, ne, wir können uns jetzt nicht zu Hause hinsetzen und sagen, das war's. Ihr alle wisst, die Gesundheit ist das Wichtigste. Denkt dran. Ja, wir lenken uns auch mit dem Reisen so ein bisschen ab. Die Vorbereitungen sind intensiv und dann kommt man auf andere Gedanken. Trotzdem ist natürlich dieses Bewusstsein immer da. Auch wir könnten plötzlich krank werden. Jeder, und, jeder, ne? Also und da ist man, wir sind ja schon auch um einiges älter als Ralfs Bruder. Und da denken wir auch, wir sollten unsere Zeit, soweit es irgend geht, voll auskosten. Genau. Und da ist eben Reisen bei uns unser Favorit an sich. Und der Zusammenhalt in der Familie und auch das Zusammensein, auch mit unseren Enkeln. Ja, natürlich. Ja, ja, wie gesagt, also es wird weitergehen. Also das ist jetzt nicht das Ende von allem und auch nicht von unserer Reiserei. Und ich hoffe, ihr begleitet uns weiter. Es kommen demnächst vielleicht auch mal wieder schönere Aufnahmen, hoffe ich. Ja. Und ja. Ja, es ist, wie es immer ist. Nichts bleibt so schön, wie es gerade ist, aber auch nichts so traurig und schrecklich, wie es ist. Es ist immer ein Hin und Her. Und wir hoffen jetzt einfach auf wieder schönere, vergnüglichere Zeiten. Also in dem Sinne sage ich jetzt mal, ja, bis passt demnächst. auf euch auf. Tschüss. Ciao, ciao.